Liebe Zuschauer, Freunde der Philippinen, Filipinos in Deutschland, liebe Freunde Dr. Rizals. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Gedenkfeier für Dr. José Rizal hier im Rizal-Park in Wilhelmsfeld. Zusammen mit der Gemeinde Wilhelmsfeld begehen wir heute den 125. Todestag des philippinischen Nationalhelden. Schon im Sommer dieses Jahres ließ die Corona-Pandemie nicht zu, hier gemeinsam anlässlich seines Geburtstags zu feiern, und wir haben stattdessen nur eine virtuelle Zeremonie veröffentlicht. Leider ist die Pandemie auch ein halbes Jahr später noch nicht durchgestanden, und so ist auch diese Feier wieder virtuell. Lassen Sie uns auf diese Weise unsere Hochachtung für Dr. José Rizal und sein Lebenswerk zeigen. Nach den beiden Hymnen, die Sie gerade gehört haben, spricht nun Bürgermeister Öldorf zu Ihnen. Anschließend werde auch ich einige Gedanken zu diesem Tag vortragen, und zum Abschluss werden die Gemeinde und die Knights dann noch ihre Kränze hier am Denkmal niederlegen. Damit endet dann die Feier. Nun also spricht der Bürgermeister von Wilhelmsfeld, Herr Öldorf. Vielen Dank. Meine lieben Zuhörerinnen, lieben Zuhörer, heute feiern wir den Todestag oder gedenken an diesem Tage an Dr. José Rizal. Für einen Bürgermeister ist es immer eine interessante Aufgabe, das Lebenswerk von José Rizal auch ein bisschen in die Gegenwart zu überführen. Und so gedenken wir einem Mann, der sein Leben der Freiheit und dem Demokratiegedanken gewidmet hat. Allerdings gedenken wir auch in der heutigen Zeit einem Mann, der seine Ziele nicht mit dem Schwert, nicht mit der Pistole, nicht mit Gewalt versucht hat zu erzielen, sondern vielmehr den gewaltfreien Weg gewählt hat. Ein bisschen mehr Demokratie in einer kolonialisierten Zeit für sich und seine Mitmenschen zu gewinnen. Er hat seine Ziele mit dem Fühlfederhalter verfolgt. Er hat geschrieben und er hat seine Gedanken verbreitet, denen wir heute auch gedenken. Es ist vielmehr ein Weg der Gewaltfreiheit, den er gewählt hat. Und das, meine Damen und Herren, sollten wir auch in den heutigen Zeiten uns zum Beispiel nehmen. Wir verteidigen auch Freiheiten, wir verteidigen auch unseren Rechtsstaat, und das sollten wir auch gewaltfrei tun. Das sollten wir auch weiterhin gewaltfrei machen. Und wir sollten auch diejenigen, die Gewalt als Mittel wählen, darauf hinweisen und ihnen nicht den Raum geben, dass das zu Verteidigende immer gewaltfrei geschehen sollte. Bei allen Parallelen, die man ziehen kann zwischen der Zeit von Rizal und der heutigen Zeit, so lassen Sie aber bitte eins nicht außer Acht. Rizal lebte in einer Kolonialzeit. Es herrschte keine Demokratie, es gab keinen Rechtsstaat, und so wurde er vor 125 Jahren nicht nur zu Tode verurteilt, sondern eben auch hingerichtet. In der heutigen Zeit haben wir einen Rechtsstaat in Deutschland. Und deswegen, auch bei aller Verteidigung, denken Sie immer daran, dass es uns heute sehr gut geht. Das sollten wir wertschätzen. Und bitte, bitte bleiben Sie bei der Gewaltfreiheit. Nehmen Sie das Beispiel Rizals sich zu Herzen und leben Sie Demokratie, leben Sie Freiheit, aber bitte in gewaltfreier Form. Sie können protestieren, nur bitte, bitte gewaltfrei. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Die Philippinen werden in den hiesigen Nachrichten nicht allzu oft erwähnt. In den letzten Monaten gab es allerdings zwei Ereignisse, die ausreichend wichtig erschienen, es in unsere Nachrichten zu machen. Am 17. und 18. Dezember verwüstete der Taifun Rai den Inselstaat, dort auch Odette genannt. Mehrere hundert Menschen verloren ihr Leben, Hunderttausende sind obdachlos. Und am 8. Oktober gab das Nobelkomitee bekannt, dass zwei Journalisten, nämlich Dmitri Muratov aus Russland und eben Maria Ressa aus den Philippinen, den Friedensnobelpreis erhalten sollen. Das Komitee begründete
seine Entscheidung mit dem Einsatz dieser beiden für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich habe mich daraufhin ein wenig über Maria Ressa informiert. In Manila geboren, kam sie im Alter von 9 Jahren in die USA, wo sie die Schule absolvierte und einen Bachelor schließlich in Englisch und Biologie erwarb. Mit einem Stipendium kam sie zurück in die Philippinen. Sie arbeitete für CNN International als Investigativjournalistin im Bereich Terrorismus. Schließlich gründete sie das Nachrichtenportal Rappler zusammen mit Kollegen, dem sie als Geschäftsführerin vorsteht. So viel zu ihrem Werdegang in aller Kürze. Lassen Sie mich einige Gedanken zum Thema Meinungsfreiheit formulieren. In den westlichen Demokratien scheinen Meinungs- und Pressefreiheit so selbstverständlich, dass uns kaum noch Gedanken über ihre Bedeutung machen. Meinungsfreiheit ist der Rahmen, in dem in einer Demokratie Diskussionen geführt werden, um zu Mehrheitsentscheidungen zu kommen. Die Welt von heute ist so komplex, dass niemand allein Lösungen zu allen Herausforderungen finden kann. Vielleicht gibt es sogar mehrere Wege, die zum Ziel führen, und es gilt, den für die meisten richtigen Weg zu finden. Meinungsfreiheit ermöglicht in diesem Zusammenhang viele Aspekte zu betrachten. Das Recht auf freie Meinungsäußerung scheint mir fast noch mehr eine Pflicht als ein Recht zu sein. Sie ist die Pflicht zuzuhören, sich in das Gegenüber zu versetzen und zu versuchen zu verstehen. Sie ist niemals das Recht, anderen seine Meinung und Einstellungen aufzuzwingen, sondern vielmehr unterschiedliche Meinungen nebeneinander stehen lassen zu können. Unterschiede zeichnen den Prozess der Meinungsbildung in der Demokratie aus. Eine Diktatur duldet nur eine wahre Meinung. Wenn das Ziel der Meinungsfreiheit also ist, mich verständlich zu machen, dann werden auch Minderheiten geschützt. Damit wird auch klar, was eine demokratische Gesellschaft gefährdet. Zum einen gefährden Fehlinformationen die Diskussionen, denn sie untergraben das Vertrauen in diesen zugegebenermaßen mühseligen Entscheidungsprozess. Zum anderen mag sich niemand die Mühe machen, jemanden zu verstehen, der seine Gegenüber nicht ernst nimmt oder gar beschimpft. Leider ist dies in den sozialen Medien immer wieder der Fall. Ich denke hier, wie Maria Ressa, dass die großen Konzerne daher stärker staatlich beaufsichtigt werden sollten, um nicht die Fundamente unserer Gesellschaften dauerhaft zu beschädigen. Im kommenden Jahr sind wieder Wahlen auf den Philippinen, ebenfalls ein Fundament der Demokratie. Davon hat Rizal vor 125 Jahren nur träumen können. Noch viel mehr davon, dass ihm tatsächlich zugehört würde. Lassen Sie uns hoffen, dass die Wahlen die Demokratie stärken werden. Zumindest hat Präsident Duterte das Ende seiner Amtszeit anerkannt und auch die Größe gezeigt, Frau Ressa zum Friedensnobelpreis zu gratulieren. Maligayang Bagong Taon.